Mein nächster Gast ist da. Niemand weniger als Andreas Köhn von The Sinner and the Saint aus Aachen. Andreas, herzlich willkommen, freue mich. So, nächster Aufreger. Der möchte also aussehen. Ja, der möchte doch Glauben machen, dass er im Knast, dass Leute denken, er wäre im Knast gewesen, um gefährlicher rüberzukommen. Warum Hände, Hals, Gesicht zuerst heute? Ja, aber doch nur um auffallen. Die müssen halt mithalten, ne? Aber da muss man sich dann auch einfach da... Wo mithalten? Bei dem Betrug im Internet? Wenn 90% der Leute betrügen und du machst es nicht, dann kann das halt für dich natürlich auch zu einem wirtschaftlichen Nachteil gereichen. Also ich möchte aber auch nicht derjenige sein, der einfach immer nur meckert. Früher war alles besser. Aber das ist natürlich, wir leben ja in so einem Zeitalter des Fake. Ich weiß ja, dass dir ein Dorn im Auge ist schon mal. Was fragst du einen guten Tätowierer? Also ich sag jetzt mal einen guten. Ne? Es gibt ja jede Menge, die nicht tätowiert sind, aber gut. Es gibt auch ein paar Leute, die gut tätowieren, der nicht ein einziges Tattoo hat. Ich würde ihn erstmal fragen, woher sein Interesse daran kommt, Tätowierungen zu machen. Mhm. Und da weiß ich meistens dann wahrscheinlich schon, egal was er sagt, dass es ja möglicherweise daran liegt, dass er damit Geld verdienen möchte. Darauf wollte ich hinaus. Ja, und das ist, ja, keine Ahnung. Also ich habe schon Leute getroffen, die unglaublich gute Tätowierer sind, die wenig oder gar keine Tätowierung haben. Ist schwierig. Also ich finde es enorm schwierig, jemandem was zu verkaufen, wenn du es selber nicht hast. Also rein moralisch würde ich sagen, finde ich nicht cool. Ja. Also ich kenne keinen Autoverkäufer, der nur Fahrrad fährt. Ja. Ich glaube, dann kann er kein gutes Auto verkaufen. Ja, ich sag mal so, ne, die Liebe zu dem, was du da tust, ist schon wichtig, ne? Und nur wenn man es gut kann, macht es das ja nicht besser. Tatsächlich würde ich würde wahrscheinlich gar nichts fragen, aber ich würde mich fragen, was dessen Kunden sich dabei denken, ne? Weil ich meine, die müssen sich ja auch denken, wenn die von jemandem tätowiert werden, der gar nicht tätowiert ist. Ja, aber ich denke, dass... Ich meine, der hat ja gar keine Ahnung, was der da tut, den Menschen antut, was da vor sich geht. Ja, aber da sind wir ja wieder in der heutigen Zeit. Ich glaube ja, dass die sich zum Tattoo-Termin das erste Mal persönlich sehen. Dass das diese Internet-Tätowierer sind, die sich verkaufen über Instagram, TikTok, was weiß ich. Und dann Termine machen und die sehen und dann auch gar nicht interessiert, ob der ein Tattoo hat oder nicht, sondern die nur die Arbeiten aus dem Internet kennen und sich zum Tattoo-Tag das erste Mal sehen. Aber wie bringst du selbst da die Glaubwürdigkeit rüber? Ich mache dir jetzt was ich aber selber am Körper nicht haben möchte. Ja, absolut. Aber ich glaube, das liegt ich habe jetzt, vorgestern wurde mir so jemand bei Instagram vorgeschlagen, ich glaube, die tätowiert auch in Aachen und das ist auch so eine Influencerin und die hatte halt auch nur selber 3 Tattoos, aber deren Kundinnen hatten ja auch alle nur so super Mini-Feinline-Tattoos. Aber ich glaube, dass das auch so Menschen sind, die tätowieren gar nicht, als irgend sowas begreifen, so, ne? Also so als etwas, was mehr als einfach nur so ein Bild. Also ich glaube, dass selbst diese Tätowierer nicht begreifen, dass Tätowieren was mehr ist als nur Bildchen machen. Also ich glaube, dass das ist einfach so ein Verständnis von diesen Leuten ist, dass das gar nicht, also die verstehen gar nicht. Also letztens hat mich dann auch mal jemand gefragt, dann kamen wir darauf zu sprechen, dass ich Bücher mache übers Tätowieren und dann meinte die Person, da kann man Bücher drüber machen? Also du siehst ja schon, dass da ein Verständnis ist, dass derjenige sich gar nicht vorstellen konnte, dass da irgendwas gibt, worüber man Bücher machen könnte. Ja. Also, ne, da ist ja, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir da tatsächlich wenig Gedanken drüber, weil es mich halt auch einfach, ich lebe da in meiner Bubble und in meiner Bubble ist die Welt eigentlich total Töfte und total in Ordnung. Und da gibt es doch keine Tätowierer, die keine Tattoos haben. Nee, nicht wirklich. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wie bei vielen, man muss sich, glaube ich, einfach seine kleine Bubble schaffen oder seine Welt schaffen und in der Welt ist dann auch vieles in Ordnung. Deshalb bin ich ja auch jetzt in meinem Hinterzimmer hinter verschlossener Tür und ich mache die Veranstaltungen, die ich mache, so wie sie ich mache und mache die Bücher, die ich mache, weil ich einfach meine kleine Welt geschaffen habe, wo halt die Magie noch funktioniert, die ich am Anfang auch gespürt habe und in der auch tatsächlich die Welt eigentlich in Ordnung ist. Ich meine, klar gibt's da auch Leute, die halt darüber klagen, dass sie nichts zu tun haben und so, aber irgendwie
ist da trotzdem noch total viel Begeisterung und sowas. Und ich glaube, da muss man sich einfach irgendwie seine Welt schaffen, die für einen funktioniert. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn man den großen Blick wagen will, dann wird man halt echt abgefuckt. Ne? Ich meine, ich muss sagen, ich kann es von deiner Seite verstehen, dass du da vielleicht abgefuckter bist, weil du natürlich an einem Ende bist, du belieferst nun mal einfach eine sehr, sehr große Zahl an sehr, sehr unterschiedlichen Tätowierern. Und ich habe ja super wenig Berührungspunkte mit den richtigen Vollidioten. Mhm. Jetzt wissen wir auch, wie die heißen. Und deshalb bin ich da, glaube ich, einfach am Ende des Tages vielleicht auch einfach nicht ganz so zornig, weil ich einfach denke, also die kriege ich gar nicht mit. Ne? Das ist so, die könnte ich in der Stadt sehen und das wäre einfach so, als würde ich einfach einen Fremden. Also ich bin nicht zornig auf nein, die, aber ich kann verstehen, du hast halt natürlich auch tatsächlich einen anderen Blick drauf. Ne? Ich habe mir schon auch so meine Welt geschaffen, in der das alles funktioniert. Und selbst wenn ich eine Tattoo-Convention mache, die Aachen-Convention, ist halt einfach auch so eine Bubble. Ne? Und ich meine jetzt gar nicht Bubble stilistisch eine Bubble, sondern da sind ja auch Leute, die vom Prinzip her nicht nur die Tätowierungen machen, die vermeintlich mir gefallen, sondern es sind ja auch Leute, die machen andere Sachen, aber es sind trotzdem Leute, die irgendwie dieselbe Idee haben vom Tätowieren. Ne? Ja. Und das ist am Ende des Tages. Und dann ist es trotzdem meine Bubble. Ne? Ja, und also ich sag ja, bei dir auf der Convention, es ist unfassbar. Also von 1000 Gästen, da wollen 850 eine Tätowierung haben. Und auf allen anderen 600 sind Tätowierer. Und 600, ja, genau. Und auf anderen Convention ist es genau andersrum. Ja, wir schlagen mal eben die Brücke zum Supply. Ich werde noch eine eigene Sendung machen, wo ich euch über die ganze Supply-Geschichte in dieser Welt aufklären werde, weil Finanzgesellschaften seit mehreren Jahren versuchen, den kompletten Tattoo-Bereich, die komplette Tattoo-Szene weltweit aufzukaufen. Da kommt noch, da sage ich jetzt nicht so zu viel, da kommt eine Extrasendung zu. Ich weiß, dass du der Meinung bist, dass ein guter Tattoo-Supply unbedingt von einem Tätowierer geführt werden sollte. Warum? Also ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich auch Ausnahmen. Mhm. Ne? Also ich kenne auch ein paar Nicht-Tätowierer, die Supplies machen, die das auch gut machen, aber tatsächlich sind das Menschen, die unglaublich fürs Tätowieren brennen. Ne? Also da will ich auch gar nicht so, das ist jetzt nicht so 100% kategorisch, aber ich weiß das immer sehr zu schätzen, wenn Supplies von Tätowierern gemacht werden. Weil das halt auch so ein klassisches Ding ist. Ne? Früher hatten halt ein paar Tätowierer halt in ihrem Hinterzimmer halt ein Supply. So, und das war halt einfach so. Da kommen viele Sachen zusammen. Da kommt einfach Erfahrung dazu, ne? Dass du halt am Ende des Tages halt jetzt ausprobierst, was du verkaufst. Ne? Das sind schon, und ich bin natürlich auch ein großer Freund davon, wenn Sachen im Business bleiben. Ne? Also wenn Sachen im Business bleiben. Ja, das war ja in der Tattoo-Szene grundsätzlich mal so, aber das ist grundsätzlich so. Ich muss auch sagen, tatsächlich, dass ich da in den letzten Jahren auch ein bisschen meine Meinung über manche Sachen geändert habe. Früher war ich da sehr, sehr, sehr viel engstirniger. Jetzt bin ich da habe ich auch ein bisschen was geändert. Das liegt aber auch eben daran, dass ich natürlich auch mal im Endeffekt einen Perspektivenwechsel gemacht habe und mir einfach mal angeguckt habe, wie das Tätowieren halt auch heute verstanden wird. Ne? Deshalb, es ist halt, und da ist halt auch viel Doppelmoral dabei. Ne? Also ich fand halt zum Beispiel diese ganze Diskussion über Edding zum Beispiel Wahnsinn. Da waren Leute dabei, die haben sich tierisch über Edding aufgeregt, die aber zum Beispiel zu dem Zeitpunkt von Cheyenne gesponsert worden sind. So, und dann ist es aber so, dass Cheyenne ja vom Prinzip ja die ersten waren, die ins Tattoo-Business reingekommen sind. Dann aber als die Leute, die dann eben genau diese Personen, die dann auf einmal über Edding abgehatet haben und von Cheyenne gesponsert worden sind, als die ins Tätowieren gekommen sind, waren Cheyenne schon da. Und dann kommt die nächste Generation und dann kommt die nächste Generation. Und da kann man natürlich ewig hingehen und sagen, die sind scheiße, die sind scheiße. Ne? Und dann bist du an irgendeinem Punkt, wo du dich darüber aufregst, dass der Betreiber von National Tattoo Supply 1974 kein Tätowierer war. Mhm. Also weißt du, ich meine, du kannst das in Unendliche steigern, aber da muss man vielleicht aber irgendwann auch mal sagen, okay, jetzt ist gut. Ne? Also zum Beispiel bin ich bei solchen Sachen heute auch ein bisschen milder. Ne? Und Edding zum Beispiel
habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, aber ich habe mich auch früher über Cheyenne aufgeregt. Jetzt muss ich aber sagen, bei Edding ist ja, ich meine, das Thema hat sich erledigt, ne? Und es ist natürlich auch ganz lustig, dass es sich erledigt hat. Aber zum Beispiel ist es ja jetzt auch so ein Thema wie zum Beispiel Cheyenne, da habe ich zum Beispiel auch zum Teil meine Meinung geändert, weil ich natürlich, ich meine, ganz ehrlich verstanden, jeder benutzt Cartridges. Ja, Ne? Also die das haben ist halt auch den ein Markt bisschen, revolutioniert. da ist auf halt jeden auch ein Fall. bisschen so, ne, so du kannst jetzt bashen, alle bashen die. Und im Endeffekt ist es halt aber so, und es ist so, als würdest du den Typen, du baust Autos und bashst den Typen, der Autos erfunden hat. Ja, Ne, so, und dann ist es halt auch ein bisschen, da denke ich manchmal so, oh Leute, ne, da muss ich mich ja selber, kann ich mich selber auch nicht von freisprechen, so, und dann denke ich manchmal so, und da, weiß ich nicht. Habe ich auch was gewisse Sachen angeht, meine Meinung geändert. Es liegt aber auch einfach daran, dass junge Tätowierer, und ich meine, die sind halt einfach die Zukunft, ne? Junge Tätowierer sind die Zukunft. So, und die sehen es ja auch nicht so. Und dann kannst du natürlich immer der Typ sein, der da sitzt, ja, aber früher war das ja eigentlich anders, aber dann bist du halt auch irgendwann. ja, aber das hat raus, ja auch ne? mit Edding hat ja auch was zu tun, wie der Markteintritt vorbereitet wurde. Natürlich, aber Ja, ich meine, Cheyenne hat natürlich den Markt revolutioniert, aber die sind auch nicht auf den Markt gekommen und haben gesagt, so, jetzt drehen wir mal das ganze Tattoo-Business um. Versteh mich nicht falsch, Ne? ne? Ich bin nur, weißt du so, ich denke halt auch ab und zu mal über die Sachen nach, und ich meine, genauso wie ich da früher negativ gestanden bin, ich also, ne, so, benutze immer noch keine Cartridges und so, aber ich habe da auch meine Meinung zu geändert, und es hat auch was damit zu tun, dass ich keinen Bock habe, der ewig Gestrige zu sein, und einfach auch verstehen, ne? Also ich sehe das ja auch, und du kannst es ja, ich meine, ich werde diesen Monat 54 und Jungspund. ja. Ja. Soll mal einer sagen. Ne? Aber weißt du, ich meine, das dachte. ist ja schon auch so eine Sache, das ist einfach eine Entwicklung und so. Und ich meine, du kannst halt, ja, keine Ahnung, ey, früher war alles besser, ist so ein Spruch, der stimmt halt auch einfach nicht. Nee. Und der ist halt auch nicht zeitgemäß. Du kannst es ja nicht zurückdrehen. Wir werden dieses Tätowieren nicht zurückdrehen können. Und da kann man dann immer wieder, ne, sich drüber auslassen, aber du musst halt mit der Zeit gehen, so, ne? Ja, es gibt auch anderes Beispiel natürlich. Ne? Wir haben mit Eberhard Faber haben wir ja Stifte entwickelt, auch ein Riesenunternehmen, riesen Name, die aber verstanden haben, dass die in der Tattoo-Szene mit ihrem So nichts zu tun haben. So, die haben mit uns die Stifte entwickelt, haben da auch richtig Know-how reingepackt. Wir haben dermatologisch getestete Stifte jetzt auf dem Markt, aber über Magic Moon, weil sie den Markt nicht kennen und auch gar nicht kennen wollen. Da war Edding ja auch völlig anders. Ne? Die kannten den Markt auch nicht, aber sie haben so getan. Ja, natürlich. Andreas, ich kenne das Sin and the Saint ja auch schon jetzt Jahrzehnte. Auch da gab es drastische Veränderungen. Ich kenne das alte Sin and the Saint noch. Wie ist es jetzt? Wie siehst du dich in 10 Jahren, also persönlich, und wie siehst du dein Studio in 10 Jahren? Oder ist dir das so weiter? Nimm 5. Also eigentlich, ich habe da tatsächlich ich denke gar nicht in die Zukunft. Ne? Ich denke nur darüber nach, was ich heute Abend esse. Aha, das ist auch Zukunft. Das ist nahe Zukunft. Das habe ich während Corona gelernt, dass man seine Erwartungen sehr kurz fasst. Genau. Ja. Aber das hat mein Leben verbessert, tatsächlich. Also der Laden hat sich insoweit verändert, dass ich halt irgendwann begriffen habe, dass dieses Modell, was wir halt von früher kennen, ich glaube einfach, dass es nicht mehr so richtig die Zukunft ist. Und darum habe ich halt irgendwann auch einfach begriffen, dass ich keinen Bock mehr darauf habe, einen Laden zu führen. Und dann habe ich aus dem Laden ein Kollektiv gemacht. Mhm. Das heißt, die Tätowierer, die da sind, die verwalten sich selber. Und ich bin eigentlich vom Prinzip her nur noch so ein Vermieter. So ein Host. Genau. Was mir sehr gut gefällt. Also mir gefällt vor allem, dass ich keine Verantwortung mehr habe. Mhm. Also ich habe halt viele Dinge begriffen, so, ne? Es ist halt so, dass ich hatte ja, der Durchschnitt der Leute, die bei mir gearbeitet haben, war, glaube ich, irgendwann 15 Jahre, die für mich gearbeitet haben. Okay. So, und dann sind auch Leute gegangen. Der Osti ist zurückgegangen nach Bayern, die Imme ist auch nach Bayern gegangen. Nürnberg. Genau. Also da sind ja Veränderungen gewesen, und dann war irgendwie auch an der Zeit, dass ich mir neue Leute suche, und dann habe ich halt irgendwann begriffen, dass ich irgendwann nur noch damit beschäftigt bin, alle 2 Jahre neue Leute zu suchen, weil einfach ein junger Tätowierer nicht mehr bleibt. Die haben kein Interesse. Die kommen 2, 3 Jahre zu dir, gucken, was sie irgendwie
was auch immer an was abgreifen können, ob jetzt an Erfahrung oder Wissen oder vielleicht auch einfach nur mal eben kurz den Namen in ihre Vita schreiben wollen. Ja. Was auch immer. Und ich habe halt begriffen, dass das meine Zukunft ist als Ladenbesitzer, dass ich dann irgendwann nur noch Leute suche, mich mit Sachen rumärgere, auf die ich keinen Bock habe. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich. Und dann kommt natürlich hinzu, dass natürlich auch eine gewisse Art von Kundschaft entstanden ist, die echt nicht unkompliziert ist, ne? Durch diese ganzen Geschichten so. Ich meine, früher hat kein Mensch einen Tätowierer verklagt. Heute gibt es Anwälte, die das forcieren. Genau, richtig. Und ich meine nicht, dass mich jetzt jemand verklagt hätte, aber der Punkt ist der, ich habe halt irgendwann begriffen, dass das halt alles nicht mehr so cool ist. Und ich muss dazu auch sagen, es ist natürlich auch so, dass ich für mich persönlich damit auch kein Problem habe. Aber wenn du natürlich 6, 7, 8 Tätowierer hast, dann ist dann irgendwann, habe ich das Gefühl gehabt, Tätowierladenbesitzer zu sein, ist wie so ein Eierlauf. Und da habe ich nicht so großen Bock drauf gehabt. Und dann habe ich halt auch einfach begriffen, dass es nicht besser wird. Ne? Es wird halt nicht besser. Und ich glaube, auch da sind wir wieder beim Thema, das Tätowieren verändert sich ja. Und ich glaube auch einfach, dass du irgendwann im 24-jährigen Tätowierer, der 80.000 Follower hat bei Instagram, nicht wirklich klar machen kann, dass der für dich halt irgendwie, dass du irgendwie nicht beweisungsbefugt, aber dass du ihm sagst, wie er zu arbeiten hat. Das wollen die nicht. Und das Problem ist, der Typ, der 80.000 Follower hat auf TikTok, der kann ja vom Prinzip her in seinem Wohnzimmer tätowieren und hat zu tun. Und warum soll der bei dir im Laden arbeiten? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Lustigerweise sind Insane, wir haben immer noch gut zu tun, wir haben auch immer noch Laufkundschaft und so, Leute, die einfach reinkommen aufgrund des Namens des Ladens. Aber ich habe halt einfach begriffen, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und darum habe ich das halt umgewandelt in ein Kollektiv. Die sollen jetzt ihr Ding machen, ich sitze nebenan, ich habe ein Privatstudio und ich bin sehr happy damit, wie es jetzt ist. Ne? Ist halt einfach anders und ich bin immer schon ein großer Freund von Veränderungen gewesen. Und deshalb sehe ich mich in 10 Jahren, naja, keine Ahnung, wahrscheinlich. Dann bist du 64, wenn ich eben richtig mitgerechnet habe. 64. Ich weiß nicht, aber mache ich mir tatsächlich gar keine Gedanken drüber. Ich habe so viele Pläne für die Zukunft, dass ich denke einfach, dass mache ich dasselbe, was ich jetzt auch mache. Also, wenn du dann noch tätowierst, dann wird es Aachen sein? Ja, klar. Ja. Ich hoffe, dass ich noch tätowiere. Und den Namen sowieso, weil den brauchst du. Ja, also ich hoffe, dass ich noch tätowiere und ich kenne ja auch gute Beispiele, ne, wo Leute halt mit über 60 noch richtig gut tätowieren. Henning Jürgensen zum Beispiel ist große europäische Vorbild, ja. Wie man cooler Dude sein kann im Tätowieren. Ich hoffe, dass ich immer noch tätowiere. Ich hoffe halt immer noch, dass ich daran viel Freude habe. Dann hoffe ich natürlich, dass auch die anderen Sachen halt noch gut laufen. Das sind Sachen, wo ich ja auch jetzt immer noch auch mit den Conventions zum Beispiel oder eben auch der Verlag und so oder so, dass das alles Sachen sind. Ne? Schön, ich habe mir ja sowas geschaffen, wo ich halt, wenn ich mal keinen Bock auf Tätowieren habe, dann kann ich halt ein Buch machen. Das heißt, ich habe mir sozusagen meine Hobbys gesucht, die alles hat was mit Tätowieren zu tun, aber irgendwie dann halt so anders, dass ich, ne, wenn du mal keinen Bock auf Zeichnen hast, dann machst du halt das. Ja, das kann man auch gut verlagern. Ey, sonst, ich muss ehrlich sagen, ich denke gar nicht so viel in die Zukunft. Ja, ich war ja, also in den letzten Jahren war ich ja, was Tätowieren angeht, so ziemlich raus, ne? Weil hier im Supply ich zu 100% gebraucht wurde. Mein Sohn ja mit eingestiegen ist, dem muss ich natürlich auch noch einiges beibringen. In den letzten Jahren schon auch weiterhin. Aber nicht so viel. Also jetzt nicht mehr so viel, sagst du. Der macht das doch schon ziemlich gut. Aber jetzt tätowiere ich halt auch wieder mehr, ne? Und ich habe auch noch Spaß dran. Ich habe die Freude am Tätowieren auch nicht verloren. Allerdings muss ich auch sagen, ich mache jetzt nicht mehr alles, nur weil einer eine Tätowierung von mir haben will. Ne? Das muss zu mir passen und das muss auch zum Kunden passen und dann mache ich das auch noch und ansonsten. Ja, und ich habe gemerkt, ich habe es mal probiert eine Zeit lang so zu Hause, Däumchen drehen ist auch nicht meins. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch mit x Jahren mein letztes Vögelchen oder Schmetterling abends machen und am nächsten Tag den Arsch zu und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Absolut. Andreas. Außerdem hast du ja einen super Nachfolger hier, den Jason. Das stimmt, den Jason. Den kennen mittlerweile auch schon alle. Andreas, hat super viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Wir werden die Sendung natürlich für euch stückeln, denke ich. Ich würde mal sagen 3 Teile.
Werdet sehen, zwischendurch gibt's noch ein paar Aufreger, habe ich ja schon angedeutet. Bleibt dran, teilt bitte. Wir wollen interaktiv werden, auch mit Tattoo-Kunden, nicht nur mit Tätowierern. Und alle zusammen können wir vielleicht einen Teil dazu beitragen, dass es ein bisschen Tattoo-Szene bleibt und ein bisschen autarke Welt bleibt. Ja, bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben den Akku leer gelabert.